Kennt ihr die Happy Meals für Kinder? Sie kommen in einer roten Verpackung und enthalten immer auch ein Spielzeug. McDonald's hat jetzt ein neues festliches Menü und zum ersten Mal gibt es auch Happy Meals für Erwachsene. Während der Weihnachtszeit gibt es das Grinch Happy Meal speziell für Erwachsene. Das probieren wir heute. Ich öffne diese Tüte. Ich schaue, was es gibt. Wir haben eine kleine Tüte für die Pommes. Das ist die Hand vom Grinch. Das ist das Geschenk für Erwachsene. 2 Packungen Gewürzpulver. Einen Burger. Ich habe den vegetarischen Burger bestellt. Und natürlich die Pommes. Das ist eine große Portion Pommes. Als erstes probiere ich die Limonade. Das ist eine gefrorene Limonade. Ja, schmeckt nach Limonade oder Limette. Das ist eine Limonade mit Slush-Eis. Slush-Eis ist ein sehr kaltes Getränk mit vielen kleinen Eisstücken. Es erinnert mich an Schnee. Meine Pommes sind ein bisschen kalt, also möchte ich sie zuerst in der Heißluftfritteuse ein bisschen aufwärmen. Ich schütte die Pommes in die Backform. Dann schließe ich die Heißluftfritteuse und backe sie ein paar Minuten. Jetzt sind die Pommes aufgewärmt. Sie sind warm. So, ich bin zurück. Ich schütte die Pommes in die Tüte. Dann gebe ich das Gewürzpulver hinzu. Ich mache das mit 2 Packungen. Es riecht gut. Rein in die Tüte damit. Ich reiße die Packung auf. Diese Pommes heißen McShaker Fries, weil man sie schütteln muss. Ich schließe die Tüte und ich schüttle sie. Ich muss alles gut schütteln, damit sich die Gewürzmischung gleichmäßig verteilt. Und ich probiere es. Oh, ich mag es. Es schmeckt nach Essiggurke. Es hat einen Essiggurkengeschmack. Natürlich muss man Essiggurken mögen, sonst mag man diese Pommes nicht. Kommen wir zum Burger. Ich öffne den Deckel. Das ist der Deckel. Und ich probiere meinen Burger. Oh, das ist auch sehr lecker. Es hat einen starken Zwiebelgeschmack. Es gibt ziemlich viele Zwiebeln. Aber ich mag Zwiebeln. So sieht mein Burger aus. Zwischen den Brötchenhälften liegt ein Patty. Darauf kommen eine Scheibe Käse, ein paar Essiggurkenscheiben, eine Tomatenscheibe, etwas Salat, Zwiebeln und Soßen. Ich habe meinen Burger fertig gegessen. Es war lecker und ich würde dem Burger ungefähr eine 7 von 10 geben. Die Essiggurkenpommes sind auch lecker, aber meiner Meinung nach nicht so lecker wie die Algenpommes. McDonald's hat in Hongkong die gleichen Pommes mit Algengeschmack. Ich habe sie einmal probiert und sie waren wirklich sehr lecker. Sie haben einen intensiveren Geschmack als diese Pommes und ja, ich mag sie lieber, aber sie sind trotzdem gut. Das ist das Geschenk und wir öffnen es jetzt zusammen.
Ich habe 2 Grinch-Socken bekommen. Kinder bekommen ein Spielzeug und Erwachsene bekommen Socken. Das ist toll, ich mag Socken. Ich ziehe mir die Socken an. Ich habe mir die Socken angezogen. Ich mache mich auf den Weg in die Stadt. Ich möchte in ein Einkaufszentrum gehen und den Weihnachtsmarkt besuchen. Viele Menschen sind in der Stadt unterwegs. Ich gehe in dieses Kleidungsgeschäft. Ich gehe die Treppe hoch. Uniqlo ist für minimalistische Kleidung bekannt. Sie verkaufen hauptsächlich schlichte, funktionale Kleidung in neutralen Farben. Das sind weiche Handschuhe für den Winter. Jedes Einkaufszentrum hat einen Lageplan. Hier sieht man eine Übersicht der Geschäfte im Einkaufszentrum. Man sieht auch die verschiedenen Etagen. Wenn man einen Laden sucht, kann man hier nachschauen, wo er sich befindet. Ich nehme die Rolltreppe nach unten. Hier sieht man viele Marktstände, die winterliche Accessoires verkaufen. Es gibt zum Beispiel Socken, Schals, Decken und Produkte aus Schafsfell. Jetzt bin ich auf dem Weihnachtsmarkt. Wir benutzen die Präposition auf bei den Wörtern Markt und Platz. Zum Beispiel, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt. Ich gehe auf den Marktplatz. Es ist viel los, das bedeutet, dass viele Leute unterwegs sind. Man kann in diesem großen Schlitten für Fotos posieren. Neben dem Schlitten steht eine lebensgroße Weihnachtsmannfigur. Das ist ein beliebter Fotopunkt für Besucher des Weihnachtsmarkts. Der Mann macht ein Foto. Das ist neutral und man sagt das oft im Alltag. Der Mann schießt ein Foto. Das ist umgangssprachlich. Schießen betont, dass das Foto schnell gemacht wird. Der Mann fotografiert. Fotografieren ist der Fachbegriff und ist formeller. Natürlich dürfen auf einem Weihnachtsmarkt keine Fahrgeschäfte fehlen. Viele Kinder freuen sich über die Fahrgeschäfte. Ich nehme einen Einkaufskorb, weil ich ein paar Einkäufe erledigen muss. Die Regale im Supermarkt sind mit vielen Produkten gefüllt. Es gibt viele bunte Chipstüten, die sehr ordentlich sortiert sind. Mit diesem Set kann man aus Salami, Oliven und Käse einen Weihnachtsbaum zusammenstellen. Das ist echt cool. Ich stelle das Produkt wieder ins Kühlregal zurück. Sie haben auch viele Vorspeisen. Das sind Spießchen, die man direkt so essen kann. Ich bin wieder zu Hause und ich habe meinen Weihnachtsbaum schon aufgestellt und geschmückt. Einen Moment, ich mache jetzt die Lichter an. Ich hänge die Weihnachtskugel an den Weihnachtsbaum. Ich schmücke den Weihnachtsbaum.
So sieht mein Weihnachtsbaum aus, richtig festlich. Ich möchte euch zeigen, was ich im Supermarkt gekauft habe. Das sind Schalotten-Tartatin. Auf der Verpackung steht Schalotten-Tartatin mit karamellisierten Balsamico-Schalotten auf Butterblätterteig. Die Tartatin ist ein französisches Gericht und ich kenne sie aus der Fernsehsendung Masterchef. Dort backen sie dieses Gericht sehr oft. Unten ist der Blätterteig und oben kommen die Schalotten. Schalotten sind keine normalen Zwiebeln, sie sind süßer und milder als Zwiebeln. Ich habe die Verpackung schon geöffnet und eine Tartatin probiert. Als ich sie aus der Verpackung genommen habe, dachte ich zuerst, dass sie ganz anders aussah als auf dem Bild. Die Tartatin in der Verpackung und die auf dem Bild haben nicht gleich ausgesehen. Dann habe ich realisiert, dass man die Tarte nach dem Backen umdrehen muss. Dann hat sie tatsächlich so ausgesehen wie auf der Verpackung. Sie hat sehr süß, butterig und aromatisch geschmeckt. Das war wirklich eine 10 von 10. Außerdem waren die Tartatin reduziert, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum heute ist. Das bedeutet, der Laden darf das Produkt nur noch heute verkaufen. Man sieht hier einen gelben Aufkleber mit einem günstigeren Preis. Ich habe auch pflanzliche Fischstäbchen gekauft. Pflanzlich bedeutet, dass es nicht aus Fleisch besteht. Sie sind nicht aus Fleisch. Diese Fischstäbchen waren im Gefrierschrank. Man sieht also, dass sie gefroren sind. Dann habe ich gewürzte Kartoffel-Spinat-Dosa-Röllchen gekauft. Dosa ist ein indisches Gericht und ich liebe es. Es ist ein dünner, knuspriger Pfannkuchen aus fermentiertem Teig. Ich esse Dosa oft in Restaurants. Der Pfannkuchen schmeckt leicht säuerlich, außen ist es knusprig und innen weich. Man kann Dosa mit oder ohne Füllung essen. Diese Version hier ist mit Kartoffeln und Spinat gefüllt. Wenn ich die Packung umdrehe, kann ich die Zubereitungshinweise lesen. Hier steht, wie man die Röllchen zubereiten soll. Ich muss die 12 Minuten bei 180 Grad in der Heißluftfritteuse erhitzen. Erhitzen bedeutet, dass man etwas warm macht. Das mache ich jetzt. So, ich bin zurück und so sehen die Röllchen aus. Das ist ein toller Snack und auch gut für Partys geeignet. Ich mag sie sehr und ich würde sie wieder kaufen. Im Weihnachtssortiment habe ich auch diese Tortilla-Röllchen gefunden. Das ist eine Klopapierrolle und das ist eine leere Klopapierrolle. Das ist eine Rolle und wenn sie kleiner ist, kann man Röllchen sagen. Diese Röllchen sind gerollte Tortilla-Chips, die mit Zimt gewürzt und in cremige Milchschokolade getaucht wurden. Sie sind sehr knusprig. Ich habe auch 2 Flaschen Glühwein gekauft. Das ist roter Glühwein mit kanadischem Ahornsirup und einem Hauch Brandy. Ein Hauch bedeutet eine sehr kleine Menge, also nur ganz wenig Brandy. Das hier ist weißer Glühwein mit Birne und Vanille. Ich liebe Glühwein. Glühwein ist ein traditionelles, heißes Getränk, das vor allem im Winter und auf Weihnachtsmärkten getrunken wird. Leider ist Glühwein auf Weihnachtsmärkten oft ziemlich teuer. Ein kleiner Becher kostet fast 10 € und für den gleichen Preis kann ich eine ganze Flasche kaufen. Deshalb lohnt es sich, Glühwein zu Hause zuzubereiten. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich das mache, könnt ihr auf dieses Video klicken. Für meinen Partner habe ich diese Chipstüte gekauft. Das sind weihnachtliche Chips mit Brathähnchen und Knoblauchbuttergeschmack.
Und hier gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Schinken und Salamischeiben.